Was wäre, wenn die heiligsten Worte, die du je gehört hast, bereits jemand anderem gehörten? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut. Millionen Menschen kennen diese Zeilen, Milliarden haben auf sie geschworen. Kriege wurden in ihrem Namen geführt, aber es gibt ein Problem. Diese Geschichte existierte bereits, 1000 Jahre früher, in einer anderen Sprache, für einen anderen Gott. Und der hieß nicht Jahwe, der hieß Marduk. Willkommen bei Mysteriöse Mythologie. Heute betreten wir das gefährlichste Terrain der Religionsgeschichte. Den Moment, in dem zwei Schöpfungen aufeinandertreffen und nur eine davon als heilig gilt. Das Jahr ist 1849. Britische Archäologen graben sich durch die staubigen Ruinen von Ninive, dem einstigen Herzstück des Assyrischen Reiches, heute im Irak. Sie stoßen auf die Bibliothek des Königs Assurbanipal, eine der größten Wissenssammlungen der Antike. Tausende Tontafeln, Jahrtausende alt. Niemand ahnt, was sich darunter verbirgt. Dann, 1876, übersetzt ein Mann namens George Smith eine dieser Tafeln. Er liest, hört auf zu lesen, liest noch einmal. Was er vor sich hat, ist kein gewöhnlicher Text. Es ist eine Schöpfungsgeschichte. Urwasser, Finsternis. Eine göttliche Stimme, die Ordnung aus dem Chaos befiehlt. Himmel und Erde, erschaffen aus dem Körper einer Göttin. Und der Mensch, geformt aus Blut und göttlicher Absicht. George Smith bricht vor Aufregung fast zusammen. Er hat soeben die Genesis der Bibel in einem babylonischen Text aus dem 12. Jahrhundert vor Christus gefunden. Nur, diese Version ist älter. Viel älter. Die akademische Welt explodiert. Gläubige sind entsetzt. Und eine Frage, die seither nicht mehr verstummt ist, hallt durch die Jahrzehnte. Hat die hebräische Überlieferung diese Bilder unabhängig entwickelt oder haben beide Traditionen aus einem gemeinsamen, noch älteren Strom geschöpft? Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir verstehen, was das Enuma Elish wirklich ist. Nicht als trockenes Schuldokument, als das, was es ist. Ein Epos. Wild, brutal, atemberaubend. Der Titel kommt aus dem Akkadischen, der Sprache der Babylonier. Enuma Elish bedeutet schlicht als droben. Die ersten zwei Worte des Gedichts. Und so beginnt es. Als droben der Himmel noch nicht benannt war und drunten die Erde noch keinen Namen trug, da war Apsu, der Erste, ihr Erzeuger, und Tiamat, die Urmutter, die sie alle gebar. Ihre Wasser vermischten sich miteinander. Kein Gott, keine Welt, kein Licht. Nur zwei Wesen aus Wasser. Apsu, das Süßwasser. Männlich, träge, tief. Tiamat, das Salzwasser. Weiblich, uralt, chaotisch. Aus ihrer Vermischung entstehen die ersten Götter. Und hier beginnt das Drama. Diese jungen Götter sind laut. Sie tanzen, streiten, erschüttern den Urzustand. Apsu kann nicht schlafen. Er will sie vernichten. Doch Enki, Gott der Weisheit, der listigste unter ihnen, entdeckt den Plan und handelt zuerst. Er tötet Apsu, schläft dann buchstäblich auf seinem Leichnam. Tiamat, die Urmutter, erfährt es. Und in ihr entfaltet sich etwas, das keine Sprache der Welt vollständig fassen kann. Der Zorn einer Mutter, die alles verloren hat. Sie versammelt ein Heer aus Monstern, Schlangen, Drachen, Dämonen, Wesen ohne Namen. Und an ihrer Spitze Kingu, ihr neuer Gemahl und Feldherr. Die jüngeren Götter zittern. Keiner wagt sich ihr entgegenzutreten. Nicht einmal Anu, der Himmelsgott. Bis einer aufsteht. Und dieser eine verlangt einen Preis. Nicht Gold, nicht Ruhm. Er will alles. Er will König der Götter werden. Oder er kämpft nicht. Sein Name ist Marduk. Und er ist gerade dabei, die Welt zu erfinden. Marduk ist kein gewöhnlicher Gott.
Er wird mit 4 Augen beschrieben, 4 Ohren, Feuer, das aus seinem Mund schlägt. Wenn er die Lippen bewegt, entstehen Flammen. Die Götter versammeln sich. Sie trinken. Sie werden betrunken. Und in ihrer Trunkenheit stimmen sie zu. Marduk wird kämpfen. Marduk wird König. Bedingung akzeptiert. Sie statten ihn aus. Sturm, Blitz, Flut, Netz. Und die Winde, alle 4 Himmelsrichtungen, folgen ihm wie Hunde. Der Kampf gegen Tiamat ist keine gewöhnliche Schlacht. Er ist kosmisch, existenziell. Es ist der Moment, in dem entschieden wird, ob Ordnung oder Chaos die Welt regiert. Marduk umzingelt Tiamat mit seinen Winden. Er treibt sie in die Enge, öffnet ihren Mund und jagt den Sturmwind direkt hinein. Tiamat will sich schließen, kann es nicht. Der Sturm bläht sie auf, lähmt sie. Marduk schlägt zu, mit seinem Speer, durch die Mitte. Tiamat stirbt. Ihr Heer flieht. Kingu wird gefangen. Und jetzt kommt der Moment, der die Geschichte verändert. Was macht Marduk mit dem Körper von Tiamat? Er teilt ihn. Eine Hälfte, der Himmel. Die andere Hälfte, die Erde. Aus ihren Augen fließen der Tigris und der Euphrat. Aus ihrem Schädel das Firmament. Aus ihrem Speichel Nebel und Wolken. Der gesamte Kosmos, nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern aus dem Leib einer besiegten Göttin. Das ist kein romantisches Schöpfungsgedicht, das ist ein Gewaltverhältnis. Ordnung entsteht durch Unterwerfung. Die Welt ist ein Schlachtfeld, das zur Heimat wurde. Und der Mensch? Aus Kingus Blut, dem besiegten Anführer von Tiamats Heer, formen die Götter den Menschen. Nicht aus Liebe, nicht aus Spielfreude, damit der Mensch arbeitet, damit der Mensch die Götter ernährt, damit die Götter endlich Pause haben. Der babylonische Mensch ist ein Sklave kosmischer Herkunft, geschaffen, um zu dienen, geformt aus dem Blut eines Verlierers. Und jetzt halte diesen Gedanken fest, denn gleich werden wir ihn neben einen anderen stellen, einen sehr bekannten. Die Bibel sagt, der Mensch wurde nach dem Bild Gottes erschaffen. Das Enuma Elish sagt, der Mensch wurde aus dem Blut eines Rebellen geboren. 2 Schöpfungen, 2 Menschenbilder. Welches prägt dich mehr? Und warum ähneln sich die Texte so sehr, obwohl ihre Botschaft so verschieden ist? Lass uns jetzt die Genesis öffnen. Nicht mit religiösen Augen, nicht mit skeptischen Augen, mit den Augen eines Menschen aus dem alten Orient, der beide Texte kennt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, Tehom, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Tehom, dieses hebräische Wort für Urflut oder die Tiefe, hat denselben semitischen Ursprung wie Tiamat. Das ist kein Zufall, das ist kein Fehler. Linguisten und Alttestamentler bestätigen es. Tehom und Tiamat kommen von derselben uralten Wurzel, einem gemeinsamen semitischen Wort für Ozean, für Urtiefe. In Babylon ist diese Tiefe eine Göttin, wild, lebendig, gefährlich. In der Genesis ist sie Wasser, dunkel, formlos, stumm. Und genau das ist entscheidend. Hier ist das, was die meisten Menschen falsch verstehen. Die Genesis hat das Enuma Elish nicht kopiert. Sie hat darauf geantwortet. Stell dir vor, du bist ein jüdischer Gelehrter. Das Jahr ist etwa 587 vor Christus. Babylon hat Jerusalem zerstört. Der Tempel ist in Asche. Dein Volk sitzt als Gefangener in Babylon. In derselben Stadt, in der das Enuma Elish beim Neujahrsfest laut vorgelesen wird, für alle hörbar. Babylon sagt, Marduk hat die Welt erschaffen. Babylon sagt, eure Götter haben verloren. Babylon sagt, ihr seid hier, weil ihr machtlos seid. Und ein jüdischer Schreiber antwortet, nicht mit einem Schwert, sondern mit einem Text. Er nimmt dieselben Bilder, dasselbe Urwasser, dieselbe Finsternis,
dieselbe Tiefe. Und er schreibt eine völlig andere Geschichte. In seiner Geschichte kämpft kein Gott. Kein Gott wird bedroht. Kein Körper einer Göttin wird zerteilt. Sein Gott spricht einfach. Und es wird Licht. Tiamat, die mächtigste Göttin Babylons, ist in der Genesis nicht einmal eine Person. Sie ist ein Wort. Tehom, die Tiefe. Die jüdischen Schreiber haben Tiamat nicht gestohlen. Sie haben sie entzaubert. Sie haben gesagt, was ihr in Babylon für eine allmächtige Göttin haltet, ist bei uns nicht einmal der Rede wert. Ein Gott, der mit einem Wort spricht, braucht keine Göttin, die er erst besiegen muss. Aber das ist nur eine Theorie. Die andere ist dunkler und für manche deutlich unbequemer. Was, wenn nicht Babylon die Juden beeinflusst hat, sondern die Juden und die Babylonier beide aus derselben, noch älteren Quelle schöpfen? Was lag vor dem Enuma Elish? Was lag vor der Genesis? Und wer hat eigentlich als erster geschrieben, am Anfang war das Wasser? Das Enuma Elish selbst ist nicht das Original. Wissenschaftler wissen heute, das Epos in seiner babylonischen Form entstand frühestens im 12. Jahrhundert vor Christus. Aber die Geschichte, die es erzählt, ist viel älter. Sie geht zurück auf die Sumerer, die erste Hochkultur Mesopotamiens, die bereits 3000 Jahre vor Christus existierte. In sumerischen Texten finden sich die Vorläufer: Urwasser, göttliche Hierarchien, kosmische Konflikte. Das Enuma Elish ist eine babylonische Umschreibung dieser sumerischen Erzählungen mit einem entscheidenden Unterschied. Im Original spielte nicht Marduk die Hauptrolle, sondern Enlil oder Enki. Marduk wurde nachträglich eingesetzt, politisch, bewusst, weil Babylon die Vorherrschaft beanspruchte und der Stadtgott Babylons deshalb der größte Gott sein musste. Das Enuma Elish ist also keine reine Mythologie, es ist Propaganda mit kosmischen Mitteln. Und jetzt stell dir die Frage von vorhin neu: Haben die Juden in Babylon von einer Schöpfungsgeschichte beeinflusst worden, die selbst schon eine politisch überarbeitete Version war? Was bleibt dann von der Idee des Originals übrig? Mythen haben kein Original, sie haben Schichten. Und jede Schicht erzählt, wer gerade an der Macht war. Lass uns jetzt konkret werden. Stell dir vor, du hältst beide Texte nebeneinander. Enuma Elish, Genesis. Und du liest sie gleichzeitig. Zuerst der Anfang. Beide Texte öffnen mit derselben Szene. Finsternis. Kein Name für irgendetwas. Nur Wasser. Im Enuma Elish, Apsu und Tiamat, vermischt, reglos, formlos. In der Genesis, die Erde war wüst und wirr. Finsternis über der Urflut. Zwei verschiedene Sprachen, zwei verschiedene Jahrtausende, dieselbe erste Seite. Dann kommt das Wasser oben und das Wasser unten. In Babylon teilt Marduk Tiamats Körper. Die eine Hälfte wird der Himmel, die andere die Erde, und das Wasser darüber bleibt durch das Firmament gehalten. In der Genesis trennt Gott die Wasser. Wasser über dem Firmament, Wasser darunter, dazwischen der Himmel. Dieselbe kosmische Architektur, unterschiedliche Hände, die sie gebaut haben. Und dann das Licht. Hier wird es seltsam. In beiden Texten existiert Licht, bevor Sonne, Mond und Sterne erschaffen werden. Licht ohne Quelle. Ordnung vor dem Werkzeug der Ordnung. Das ist kein alltäglicher Gedanke. Das ist ein sehr spezifischer, sehr merkwürdiger Gedanke. Und beide Texte haben ihn. Dann der Mensch. Im Enuma Elish wird der Mensch in der 6. Tafel erschaffen. In der Genesis am 6. Tag. Zufall? Strukturelles Echo? Bewusste Spiegelung? Darüber streiten Theologen und Archäologen seit 150 Jahren. Keine Seite hat gewonnen. Aber die stärkste Parallele ist nicht kosmologisch. Sie ist geografisch. Babylon. Im Enuma Elish bauen die Götter diese Stadt als heiligen Wohnsitz für Marduk. Babilu, Tor der Götter, Nabel des Universums, Mitte der Welt. In der Genesis taucht dieselbe Stadt auf, als Babel. Und das hebräische Wort dahinter bedeutet nicht Tor der Götter,
Es bedeutet Verwirrung. Dieselbe Stadt, entgegengesetzte Seelen. Die Babylonier sagen, hier wohnen die Götter. Die Juden sagen, hier zerbrach die Menschheit an ihrer eigenen Hybris. Kein Text hat den anderen kopiert, aber beide streiten sich über dasselbe Haus. Es gibt einen Moment im akademischen Diskurs, den die meisten Schulbücher überspringen. 1876, als George Smith seine Entdeckung veröffentlicht, gibt es Gläubige, die sagen, das beweist, dass die Bibel recht hat. Auch die Babylonier wussten von der wahren Schöpfung. Und Skeptiker, die sagen, das beweist, dass die Bibel erfunden wurde. Beide liegen falsch. Aber beide Reaktionen verraten etwas sehr Menschliches. Wir brauchen das Original. Wir brauchen die Wahrheit. Was, wenn die Wahrheit nicht in einem Text liegt, sondern im Raum zwischen zwei Texten? Die Unterschiede zwischen Enuma Elish und Genesis sind mindestens so bedeutsam wie die Ähnlichkeiten. Im Enuma Elish viele Götter, Konflikt zwischen ihnen, Hierarchie durch Kampf. In der Genesis ein Gott, keine Rivalen, keine Bedrohung. Im Enuma Elish die Welt entsteht aus einem Körper, Schöpfung durch Gewalt. In der Genesis die Welt entsteht aus einem Wort, Schöpfung durch Sprache. Im Enuma Elish der Mensch dient den Göttern, damit sie Ruhe haben. Er ist Mittel zum Zweck. In der Genesis der Mensch wird nach dem Bild Gottes erschaffen. Er hat Würde. Das sind keine zufälligen Unterschiede, das sind philosophische Entscheidungen. Die Menschen, die die Genesis in ihrer endgültigen Form schrieben, und Theologen wie Peter Enns datieren das in die Exilszeit, also etwa 587 vor Christus. Diese Menschen lebten mitten in Babylon. Sie kannten das Enuma Elish. Sie hörten es beim Neujahrsfest. Sie wussten, was es bedeutete. Und sie schrieben dagegen. Nicht indem sie die babylonischen Bilder verwarfen, sondern indem sie dieselben Bilder vollständig umdeuteten. Tiamat, von einer Göttin zu einem Wort degradiert. Der Mensch, vom Sklaven zur Krone der Schöpfung erhoben. Die Welt, nicht durch Mord erschaffen, sondern durch Wort. Das ist keine Plagiatgeschichte. Das ist Widerstand durch Theologie. Lass uns einen Moment bei dieser Frage bleiben. Was sagen diese beiden Schöpfungsgeschichten über das Bild, das eine Zivilisation von sich selbst hatte? Babylon, Weltmacht. Stadtgott auf dem Thron des Universums. Der Mensch, erschaffen, damit die Götter nicht arbeiten müssen. Aus dem Blut eines Rebellen. Das sagt, du bist hier, weil jemand Mächtiges es so entschieden hat. Deine Arbeit ist dein Zweck. Dein Blut ist deine Last. Jerusalem, gerade zerstört. Im Exil, ohne Tempel, ohne König. Der Mensch, erschaffen nach dem Bild des einzigen Gottes, aus Erde und göttlichem Atem. Das sagt, selbst in der Niederlage hat der Mensch eine Würde, die kein Imperium wegnehmen kann. Ich sage nicht, welche Version besser ist, aber ich sage, die Genesis ist unter den Bedingungen der Niederlage entstanden. Und sie handelt von der Unzerstörbarkeit des Menschlichen. Das ist keine Schwäche des Textes, das ist seine eigentliche Stärke. Wir sind jetzt fast am Ende. Aber es gibt noch eine Frage, die ich dir nicht ersparen kann. Wenn beide Texte dieselben Bilder benutzen, wenn Tiamat und Tehom verwandt sind, wenn die Trennung der Wasser identisch ist, wenn der Mensch in beiden am 6. Schritt erschaffen wird, dann existiert irgendwo vor beiden Texten eine noch ältere Geschichte. Eine, die wir nicht kennen. Eine, aus der alles fließt. Was war das? Und wer hat sie erzählt? Archäologen und Mythologieforscher haben Hinweise. Die sumerischen Texte gehen weiter zurück als alles andere. Aber auch sie haben Vorläufer. Und die Motive, Urwasser, kosmischer Kampf, Erschaffung durch göttliche Macht, finden sich nicht nur in Mesopotamien, sie finden sich in Ägypten, in Ugarit, im hethitischen Kumarbi-Mythos, im griechischen Kampf der Götter. Etwas in der menschlichen Vorstellung erzählt immer wieder dieselbe Geschichte. Am Anfang war Wasser.
Dann kam ein Kampf. Dann entstand Ordnung. Und dann der Mensch. Nicht, weil alle Kulturen voneinander abgeschrieben hätten, sondern weil diese Geschichte etwas beantwortet, das jeder Mensch in sich trägt. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Warum gibt es Chaos und trotzdem auch Ordnung? Das Enuma Elish und die Genesis sind zwei Antworten auf dieselbe universelle Frage. Beide nutzen die Sprache der Mythologie, weil Mythologie die einzige Sprache ist, die groß genug für diese Frage ist. Lass mich mit einem Bild abschließen. Stell dir zwei Väter vor, beide in Babylon, im selben Jahr, vielleicht in derselben Straße. Ein babylonischer Vater erklärt seinem Sohn beim Neujahrsfest, wie Marduk Tiamat besiegt und die Welt erschaffen hat. Wie der Mensch aus Blut gemacht wurde, um zu dienen. Wie die Ordnung durch Stärke entsteht. Und ein jüdischer Vater erklärt seinem Sohn zur Pessachzeit, mitten im Exil, wie ihr Gott ohne Kampf, ohne Blut, ohne Feinde Licht gesprochen hat. Wie der Mensch nach seinem Bild erschaffen wurde, nicht als Sklave. Beide Väter erzählen eine Schöpfungsgeschichte. Beide Söhne fragen, woher kommen wir? Und beide Antworten formen, wer diese Kinder werden. Das ist die eigentliche Macht von Mythen. Nicht die Frage, welcher Text zuerst da war. Nicht die Frage, wer von wem abgeschrieben hat. Sondern die Frage, welche Geschichte trägst du in dir? Welche Schöpfung glaubst du? Und was macht dich das als Mensch? Das Enuma Elish liegt heute in Museen. Die Genesis wird heute noch gelesen. Aber beide sprechen über dasselbe Dunkel am Anfang. Und beide versuchen dir zu erklären, warum du das Licht liebst. Ich bin mysteriöse Mythologie. Wenn du mehr über die Geheimnisse hinter den großen Mythen der Welt erfahren willst, abonniere den Kanal. Und vergiss nicht, die ältesten Geschichten der Menschheit sind nie wirklich zu Ende. Sie warten nur darauf, wieder gelesen zu werden.